Hallöchen! Heute geht es mal wieder ans Aufräumen. Und zwar hatten wir die ganzen letzten Tage Besuch. Und zwar Besuch von kleinen Kindern, die sowohl Emma als auch Max besucht haben. Und ja, das Haus ist verwüstet und bräuchte eigentlich nochmal ein separates Aufräumvideo. Das werde ich hier aber nicht einfügen. Wir halten uns momentan den ganzen Tag zu Hause auf, jetzt auch die nächsten 4 Tage, denn es sind ja Feiertage und ein Brückentag. Und in der Zeit habe ich wenigstens gehofft, dass ich dazu komme, die Vorhänge zu waschen. Denn sowohl Emma als auch ihre beste Freundin sind mit einem Schokoeis durch die Gegend gelaufen und haben erstmal überall schön die Vorhänge beschmiert. Die Fenster sind auch nicht mehr ganz so sauber. Die werde ich aber heute definitiv nicht putzen, denn keine Lust, wisst ihr. So, das Nötigste wird gemacht. Das sind die Vorhänge. Und zwar im Erdgeschoss. Im Obergeschoss sehen sie noch super aus. Ich will sie nicht allzu häufig waschen. Ich hätte sie am liebsten heute zwar mitgewaschen, aber wir haben überall an den Vorhängen so eine Ringe, die in die Vorhänge verarbeitet sind. Und die sind aus Metall. Das heißt, wenn ich die häufiger mal wasche, habe ich Angst, dass die erstens irgendwann mal abfärben oder zweitens auch an den Vorhängen hängen bleiben und dort dann Risse oder Fäden ziehen oder was auch immer. Deswegen will ich sie nicht allzu häufig waschen. Und dann sehen wir uns später am Ende des Videos wieder. Viel Spaß! So, wir halten uns momentan im Spielzimmer auf. Und das ist das, was ich meine. Hier ist zum Beispiel ein Fleck, wobei man sieht, ich hoffe, man sieht es, dass da auch ein Loch drin ist. Und ja, ich muss mal gucken, dass ich die irgendwie nachbestelle. Die waren nicht allzu teuer bei Amazon. Hier hinten auch. Und die sind allerdings nicht von den Kindern, sondern die sind hier mal eingeklemmt worden. Immer mal wieder, wenn wir lüften oder so und das Fenster schlägt dann zu, passiert genau das. Die werden trotzdem gewaschen. Okay, und das sind die Vorhänge, die ich meine mit der Schokolade. Wir sind im Wohnzimmer und ihr seht, hier sind überall Flecken. Hier ist ein ganz, ganz schlimmer Fleck. Hier vorne, hier oben, überall. Und dasselbe haben wir auch auf der anderen Seite. Die brauchen also definitiv mal ein Wasch. Auch im Bereich des Esszimmers könnt ihr hier sehen, ist irgendwie so eine Art Ketchupfleck oder Tomatenfleck. Hier habe ich nochmal alle weißen Vorhänge abgenommen. Die aus dem Wohnzimmer hat Alex dann abgemacht. Wie ihr sehen könnt, ist da die Vorrichtung ein wenig anders als die anderen. Und das war ein bisschen schwieriger. Hier packe ich die ganzen Vorhänge in die Waschmaschine. Und ich habe noch 2 Vorhänge von Action gekauft. Ihr habt sie sicherlich mal in einem Haul gesehen. Die wollte ich natürlich mitwaschen. Die hängen inzwischen sogar schon im Hauswirtschaftsraum. Und hier durfte Alex dann nochmal seine Arbeit im Garten unterbrechen, um die ganzen Vorhänge wieder aufzuhängen. Und diesen Teil hier wollte ich unbedingt mit ins Video einfügen, weil es einfach so witzig ist. Es ist halt typisch Mann. Er weiß nicht so recht, wie diese Vorhänge überhaupt aussehen und hat sie natürlich falsch rum aufgehangen. Er durfte das Ganze dann natürlich wiederholen. DJ got me twisted.
Und diesen Clip wollte ich eigentlich schon in meinem Wohnzimmervideo einfügen und habe ihn natürlich vergessen. Deswegen sollte er wenigstens hier dabei sein. Und wie ihr sehen könnt, verwendet Alex immer so einen kleinen Briefumschlag und bohrt dann direkt da drüber, damit der ganze Staub dann damit reinfällt. Und es war natürlich mal wieder Zeit für die Waschmaschine. Mein letztes Video, als ich die Waschmaschine geputzt habe und den Trockner, ist jetzt bestimmt schon 4-5 Monate her, wenn nicht sogar noch länger. Ich müsste es echt erstmal nachschauen. Und seitdem habe ich diese Waschmaschine auch nicht geputzt. Den Behälter selbst schon, aber alles innen drin halt nicht. Hier haben wir nochmal den Trockner und ihr könnt sehen, ich habe da Wäsche drin, wie so üblich. Und ich habe hier mit der Waschmaschine begonnen und ich habe einfach nur Wasser benutzt, so einen kleinen Schwamm, eine Zahnbürste und Fettlösungsspray. Hier habe ich mit diesem Waschmittelbehälter begonnen. Und den habe ich dann sauber gemacht. Die rechte Seite hier, seht ihr, die ist ziemlich verdreckt. Die habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sauber gemacht, die linke Seite schon. Deswegen habt ihr den Unterschied so stark gesehen. Und ich bin wirklich in jede Ecke mit dieser Zahnbürste reingegangen. Und es hat wirklich was gebracht. Manche Stellen sind schon so sehr verschmutzt, dass dieser Schmutz sich sozusagen ins Plastik eingebrannt hat und ich den jetzt nicht mehr rausbekomme. Und ja, hier seht ihr mich am Verzweifeln. Ich habe dieses Ding da rausgenommen. Ich habe es wirklich bereut, denn ich habe das kaum dran bekommen. Ich glaube, ich habe 6 Minuten hin und her probiert, bis ich es endlich irgendwann mal geschafft habe. Und dann habe ich es nur noch von innen und von außen geputzt. Und hier seht ihr diesen Behälter. Die linke Seite ist noch etwas feucht, deswegen seht ihr da so einen kleinen Tropfen. Und die rechte Seite, ja, das ist halt so. Hier war es selbst mit der Zahnbürste schwer. Ich muss mir irgendwas überlegen, womit ich das nächste Mal sauber mache. Hier nehme ich jetzt die saubere Wäsche aus dem Trockner. Und ihr könnt sehen, bei dem Trockner ist es nicht allzu schlimm wie bei der Waschmaschine. Dadurch, dass es ja wirklich nur zum Trocknen gedacht ist, hat man da nur das Problem mit den ganz vielen Staub oder mit diesen einzelnen Fusseln und mit Wasser. Und wer von euch keinen Trockner besitzt, beziehungsweise vielleicht jetzt erst neu bekommen hat, es gibt einen Behälter für Wasser und es gibt dieses Ding hier. Das ist so eine Art Filter und da läuft das Wasser teilweise ab und halt diese Fusseln, wie ihr sehen könnt, den müsst ihr auswaschen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich habe es am Anfang nicht getan und irgendwann funktioniert dieser Trockner dann nicht. Hier könnt ihr es sehen, ich habe damit begonnen, dass ich erstmal alles so ein bisschen entfussel. Und das mache ich meistens mit der Hand, das geht viel schneller und da bleibt einiges mehr hängen als an einem Tuch. Dann habe ich nur noch das Wasser ausgekippt und diesen Filter oder was auch immer das sein soll gereinigt. Und das geht ganz einfach. Ihr macht es einfach nur mit Wasser. Da ist keine Elektrik dahinter. Ihr könnt also problemlos mit Wasser ran. Dann habe ich das Ganze wieder eingesetzt und das war's. Hier hatten wir ein verstopftes Rohr im oberen Bad. Wer von euch jetzt isst, hört bloß damit auf, denn es kommt was super Ekliges. Und hier könnt ihr sehen, was die Verstopfung ausgelöst hat. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht auf jeden Fall super eklig aus. Ich habe es auch erst gesehen, als ich diesen Clip hier runtergeladen habe. Ja, Alex war auch nicht ganz so begeistert davon. Ich schätze, es sind Haare und ganz viel Schnodder. Ihr wisst ja, wir haben alle Allergien, also das war wirklich eklig, aber es ist nun mal so, manchmal sammelt sich sowas halt auch an. Hier habt ihr nochmal so einen kleinen Einblick.
Das hier ist eine Stelle, die immer aufgefallen ist. Ich zoome euch mal nach ganz, ganz unten. Und ihr seht, bei der Badewanne hier hat sich hier unten anscheinend immer das Wasser angesammelt. Wenn es von hier so runtergetropft ist. Und ja, so sieht es jetzt aus. Also lasst uns das mal entfernen. Und mir ist bewusst, dass wir hier einmal Silikon drumherum machen müssen. Das haben wir bislang nirgendwo gemacht. Also beim Bidet, bei den Toiletten und auch bei den Waschbecken. Da haben wir noch nirgendwo Silikon drumherum gemacht und das müssen wir definitiv nachholen. Ich habe euch leider nur 2 kleine Clips eingefügt, denn irgendwie hat die Kamera dann ihren Fokus verloren. Naja. Wie ihr sehen könnt, bin ich mit einer kleinen Zahnbürste überall lang gegangen und anschließend dann mit einem Tuch, um alles zu entfernen. Und Alex wird das dann mit Silikon jetzt ausbessern. Hier ist jetzt das Ergebnis. Einmal um die ganze Wanne rum. Von der Seite. Von der anderen Seite. So, ihr Lieben, ihr habt es gesehen, ich habe die letzte Aufgabe für dieses Video erledigt. Ich bin so froh. Zwischen den einzelnen Aufnahmen war wirklich eine Menge Zeit dazwischen. Es war einfach so, dass ich jedes Mal irgendwas anderes machen wollte oder auch musste. Und deswegen kam das Video so lange nicht zustande. Heute habe ich es endlich geschafft und habe den letzten Schritt erledigt. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Und jetzt kann ich endlich auch diese kleinen Aufgaben von meiner To-Do-Liste streichen. Ich hoffe, es hat euch motiviert. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeputzt oder ihr habt Anregungen bekommen, was ihr so alles putzen könnt. Außer dem Üblichen, was ihr ja sowieso jedes Mal hier auf dem Kanal miterlebt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!